Kommen Sie mit auf einen Roadtrip durch ein Land, in dem Schaukeln Nationalsport ist. Willkommen in Estland! Ich kann Ihnen versprechen, auf dieser Reise geht's rund. Estland zählt zu den am dünnsten besiedelten Ländern Europas. Wir erleben unberührte Natur. Tauchen ein in bewegte Geschichte. Und begegnen Menschen, die hier Antworten auf große Fragen gefunden haben. Wenn jemand mich fragt, in welche Kirche ich gehe, dann ich kann zeigen, das hier ist meine Kirche. Fast überall gibt es eine Sauna mit estnischen Besonderheiten. Wir besuchen die mittelalterliche und zugleich moderne Hauptstadt Tallinn. Der Höhepunkt, eine Nacht im Wald. In einer Region, wo auf kleinem Raum so viele Braunbären leben wie fast nirgendwo sonst in Europa. Das ist total irre. Was für ein Gefühl. Los geht's mit dem Campervan. Ideal für unsere Ziele in der Natur. Estland liegt im Nordosten Europas, zwischen Ostsee und Russland. Wir besuchen die Nationalparks Soma und Lahemaa mit ihren Moorlandschaften und einsamen Stränden. Campen in der Natur und erleben dabei weitgehend unberührte Wildnis. Das Abenteuer beginnt an der rauen Nordwestküste rund um Paldiski. Wie viele Küsten in Estland war auch die Pakri-Halbinsel einst militärisches Sperrgebiet. Zivilisten war das Betreten streng verboten. Wo früher ein Ausbildungszentrum für die Besatzung von Atom-U-Booten war, führt heute ein beliebter Wanderweg entlang der Steilküste. Mehr als die Hälfte des Landes ist von Wald bedeckt, rund ein Fünftel von Mooren. Wir fahren in den Soma-Nationalpark mit seinen Moorlandschaften und die entdecken wir auf estnische Art. Heute wir gehen ins Moor und dafür du brauchst diese Moorschuhe. Dankeschön. Sie sehen aus wie Schneewanderschuhe. So ein bisschen, oder? Ja, aber die Schneeschuhe haben hier diese metallische Nadel und auch die Zähne. Aber Moorschuhe sind ganz glatt, weil wir wollen kein Moor verletzen. Aber zuerst wir müssen sich ein bisschen helfen gegen Mücken. Denn ab dem Frühsommer sind Mücken in Estlands Wäldern allgegenwärtig. Naturführerin Jane setzt auf ihr eigenes Rezept. Ein selbstgemachtes Mückenspray aus vielen verschiedenen Kräutern. Hey, es riecht so nach Weihnachten. Nach Nelke. Nelke, ja. Es wirkt immer. Ich habe das für Jahre. Jane ist in Estland geboren. Sie bietet nachhaltige Naturwanderungen im ganzen Land an. Auch hier im Soma-Nationalpark, wo strenge Naturschutzregeln gelten. Aber das bedeutet nicht, dass du kannst hier nichts pflücken. So für heute Natur hat für uns hier diese schöne frische Teile. Probier mal. Zum Essen? Ja. Ein Snack? Probier mal. 4 Vitaminen, 4 Mineralien. Das ist Fichte, oder? Ja, das ist Fichte. Schmeckt gut. Sehr gut. Frisch, ein bisschen sauer. Ja. Und nach dem langen Winter, dein Körper braucht viel Vitamine. So, bitte sehr. Gut zu wissen. Alles da für uns.
Und auch für die Tiere der Wildnis. Rund 1000 Braunbären leben in Estland, auch im Soma-Nationalpark. Die Parkverwaltung fördert ein friedliches Nebeneinander von Mensch und Bär. Jeder soll hier seinen Platz haben. Ich habe eins gesehen. Hier in dem Wald? Nein, neben dem Fluss. Okay. Ich war in Kanu. Und, wie war das Gefühl? Sehr toll, weil ich glaubte nicht, dass ich kann es sehen, weil ich war mit Gruppe und wir wären so viel und so laut. Aber da stand er, ein junges Bär. So, es war eine tolle Überraschung. Nach etwa einer halben Stunde erreichen wir das Moor. Bis jetzt waren wir im Sumpfgebiet unterwegs. Hier kannst du eigentlich sehen, wie die Sumpf geht über zum Moor. Okay, hier ist der Übergang. Ja, Sumpf, niedrige, mineralische, viel Pflanzen. Und hier geht, das hier geht schon die Torf, die Hügel. Und du siehst, dass die Pflanzen sind ganz anders als in Sumpf. Du siehst total glücklich aus, wenn du das sagst. Ja, ich bin sehr glücklich. Ich habe 15 Jahre gearbeitet als Qualitätsingenieur in Elektronikproduktion. Und eines Tages ich hatte keine Motivation mehr. Und dann ich dachte, was ich will machen in Zukunft. Und ich wollte machen etwas, was wichtig ist. Die allerwichtigste Sache, was wir haben hier auf der Erde, ist die Natur. Und du kannst nicht schützen etwas, was du nicht weißt oder was du nicht liebst. So, hier bin ich. Man spürt schon so ein bisschen, dass es nasser wird auf dem Boden, hä? Ja, du kannst fühlen, dass es ganz weich ist. Genau. Du kannst schon hören, dass etwas Wasser ist unter uns. Ja. Und ich habe auch diese gute Nachricht für dich, dass im Moor gibt keine Mücken. Echt? Ja! Oh, das ist die beste Nachricht des Tages. Im Moor angekommen, dürfen wir uns nur noch mit Moorschuhen bewegen, um die empfindliche Landschaft zu schützen und um nicht einzusinken. So, zuerst geht dein Fuß hier drin, dann das geht hoch und dann diese Gummi geht so niedrig wie möglich. Okay. Und jetzt versucht man nicht laufen, sondern du gehst wie eine sehr müde und sehr alte Person. Und das ist wie Skilaufen, aber ohne Stöcke. Sehr ruhig. Ganz ruhig. Ja. Und so schützen wir das Moor. Du kannst hören, was Moor zu dir sagt, wenn du hier gehst. Das Moorgebiet im Soma-Nationalpark ist über 350 Quadratkilometer groß. Mehr als 49.000 Fußballfelder. Der Torf unter uns kann bis zu 8 Meter tief sein. Das ist ein richtiger Ort. Guck mal. Wow. Kannst du das zählen? Wie ein Wasserbett. Das ist ein richtiges Moor. Und eigentlich unter dieser Dorfmoose, ist Wasser. Ja. Und deswegen, du kannst hier. Schon auch ein kleiner Spielplatz, ne? Ja. Hier wachsen viele Pflanzen, die nur in den Moorlandschaften Estlands vorkommen. Einige Arten stammen noch aus der Eiszeit und haben sich perfekt an die einzigartigen Bedingungen des Moores angepasst. Das ist eine Riesenspinne. Und es ist sehr, sehr schön. Sie ist schön, ja? Und sie haben so eine Luftbubbles auf den Beinen.
Und deswegen sie können auf dem Wasser laufen. In Estland hat sich der alte heidnische Naturglaube der Maosk gehalten. Viele Esten verehrten vor der Christianisierung heilige Haine, Moore, Wälder und Flüsse. Sie glaubten an schützende Naturgeister und behandelten diese Orte mit besonderem Respekt. Moor ist alter, denn wir alle zusammen. So. Und wenn Moor könnte erzählen, es wäre sehr, sehr interessant. Was würde es sagen? Dass wir sollten sehr, sehr viel lernen und nicht wehtun zu dieser Umwelt, wo wir leben. Das für sicher. Wenn jemand von mir fragt, in welche Kirche ich gehe, dann ich kann zeigen, das hier ist meine Kirche und mein Gott ist immer da. Und wenn du hier rumläufst, du kannst ihn hören. Sommerurlaub in Estland. Das bedeutet viel Wildnis, kaum Menschen, fernab vom Massentourismus. Und während wir weiter durchs Land fahren, fallen sie uns immer wieder auf. Große Holzschaukeln, traditionell Zentrum des Dorflebens, Treffpunkt für Begegnungen und Feste. Wir lernen Jan Serk kennen, der das Schaukeln auf extreme Weise betreibt. Wenn du im Kindergarten verschiedene Schaukeln ausprobiert hast, nennen wir das in Estland auch Schaukeln. Aber sobald deine Füße beim Schaukeln über deinen Kopf gehen, nennen wir das Kicking. Jan Serk gehört zu den bekanntesten Kicking-Sportlern Estlands. Das Ziel? Der perfekte Überschlag. Genau das will ich jetzt ausprobieren. Also wir sichern dich jetzt mit diesem Klettergurt. Okay. Sieht so aus, als hättest du das schon mal gemacht. Nein, ich bin etwas aufgeregt wegen dem, was gleich passiert. Okay, ich helfe dir. Die Schaukel ist 4 Meter hoch. Der Weltrekord im Kicking liegt bei über 7 Metern. Das Ziel ist also... Der komplette Überschlag, ja. Oh, crazy. Alright. Hast du den Überschlag beim ersten Mal sofort geschafft? Ja, habe ich. Beim ersten Mal schaukeln, hast du das gleich geschafft? Steh bitte auf. And how old were you? Und wie alt warst du da? Da muss ich nachrechnen. Ich bin nicht gut in Mathe, aber vielleicht so 21? Okay. Ich meine, es ist irgendwie der Traum eines jeden Kindes. Sie kennen das vielleicht auch noch. Man ist auf dem Spielplatz, schaukelt ganz hoch. Der Traum wäre es ja immer gewesen, einmal den Looping zu machen. Dann lass es uns mal probieren. Yes, let's give it a try. Okay. Down. Wait. Yeah. Down, up, down, up, down, up. Down, up, down, up, down, up. So ein verrücktes Gefühl, aber ich schaffe es nicht ganz rum. Das sieht nach einem guten Training für dich aus. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Du siehst ja, wie ich schwitze. Das ist nicht zu übersehen. Vielleicht kannst du mir zeigen, wie man das richtig macht. Jan zeigt es mir an derselben Schaukel. Er bindet sich aber nur ein Bein fest.
Kannst du mich ein bisschen anschubsen? Wenn du mir sagst wie, dann gerne. Greif einfach die Schaukel und dann lauf rückwärts und dann lass mich los. Backwards and then let me go. Du sagst einfach Stopp? Jetzt kannst du mich loslassen. Okay, viel Spaß. Thanks. Jetzt ist er schon da oben. No! Oh. Wow! No way! See, that's easy. Jan tourt durch Estland und Europa, um Kiking und die estnische Schaukelkultur zu verbreiten. Das teilt er auch über Social Media. Ich bin sehr beeindruckt, Jan. Glückwunsch. Du bist ein echter Kämpfer. Also ich bin kein Kämpfer, aber du bist einer. Willst du es nicht nochmal ausprobieren? Ja, ich würde es schon gerne nochmal versuchen. Kann ich es auf dieser nochmal probieren? Oder doch lieber auf der kleinen da? Lass es uns an der kleineren versuchen. Dann kannst du am Ende sagen, dass du den Überschlag geschafft hast. Die kleinere Schaukel ist nur 2 Meter hoch. Down, up. Oh, come on! Look your toes when you go Und forward. einer noch. Komm, 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 komm. Jawohl, jawohl, jawohl. Woo. Alrighty. Geschafft. Einer klein, aber geschafft. So, Thank you so much. Wir fahren weiter auf die Insel Hiiumaa mit Übernachtung an einem einsamen Strand, einem Besuch bei den Robben und einer Nacht auf der vorgelagerten, unbewohnten Insel Sarnaki. In Estland gibt es über 2200 Inseln. Einige von ihnen sind mit der Autofähre das ganze Jahr über gut zu erreichen, wenn das Wetter mitspielt. Es gibt ganz viele kleine Inseln hier. Die sollen alle wunderschön sein. Und ich dachte mir, fahre ich direkt mal auf die zweitgrößte Insel des Landes. Sie liegt da vorne und ich habe Lust, dort die wilde Natur und die Unberührtheit und die Schönheit dieser Insel kennenzulernen. Hiiumaa. Fast so groß wie Berlin, aber nur rund 10.000 Einwohner. Und wie im ganzen Land läuft auch hier im Radio Estlands 3. Platz beim ESC 2025 in Dauerschleife. Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato, corneo. Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato, por favore. Es ist unheimlich grün hier. Viele Bäume, weitläufige Wiesen. Ich habe allerdings noch kein anderes Auto gesehen und noch keinen anderen Menschen. Mal gucken, wie verlassen das hier wirklich ist. Auch auf den Inseln waren Teile der Küste militärisches Sperrgebiet. Die Natur war jahrzehntelang sich selbst überlassen. Vorne sind 2 Elche. Ich habe jetzt mal angehalten mit dem Auto. Bin ganz leise. Mitten im Nichts. In Estland leben mehr als 10.000 Elche. Man kann ihnen leicht begegnen. Aber unbedingt Abstand halten und ihren Lebensraum achten. Wahnsinn. 2 Stück. Was für schöne Tiere. Jetzt laufen sie weg. Das ist altes militärisches Sperrgebiet. Hier gibt es eine sowjetische Bunkeranlage. Und jetzt ist das hier so eine Art Lost Place. Hier ist gar nichts, mitten im Nichts. Und ich glaube, hier ist der perfekte Platz für die Tiere, um sich zurückzuziehen, um sich wohlzufühlen. Weil hier ist wirklich einfach nichts, Wildnis, unberührte Natur.
Mitten im Wald entdecken wir eine von rund 1500 alten Militäranlagen aus der Sowjetzeit, die in ganz Estland verteilt sind. War hier wohl so ein Aussichtspunkt, wo man Ausschau halten und im Zweifel schießen konnte, vermutlich. Im Kalten Krieg war Estland ein strategischer Vorposten der Sowjetunion. Mit Militärstützpunkten, Überwachungsanlagen und streng abgeschirmten Küstenzonen. Krass, so einen Einblick in die Geschichte der Region zu kriegen. Es waren jetzt zwar keine alten Relikte mehr zu sehen, aber immerhin die militärische Anlage. Abgefahren. Und heute haben die Elche hier übernommen. Offensichtlich. Und viele andere wilde Tiere. In Estland darf man fast überall übernachten. Das Jedermannsrecht macht's möglich. Respektvoller Umgang mit der Natur vorausgesetzt. Wow. Nach dem Campingschild kurz in den Wald rein und da vorne ist direkt das Meer. Wir parken unseren Camper an einem der kostenlosen Stellplätze des Forstamts. Leicht zu finden über eine App. Überall im Land gibt es sie, oft mit Feuerstelle, Trockentoilette und fantastischer Aussicht. So, das hier ist für die nächsten paar Tage mein neues Zuhause. Den habe ich mir ausgeliehen. Ich nenne ihn Janni. Und Janni und ich haben hier auf jeden Fall schon mal den perfekten Spot. Kann man machen. Hier habe ich noch meinen kleinen Energiestein dabei. Der beschützt mich, wenn ich die Nacht heute Abend alleine hier verbringe. Bei italienischen Nudeln und estnischem Bier. Guten Appetit. Im Mietpreis des Campers inbegriffen ein aufblasbares Stand-Up-Paddleboard. Perfekt, um die Ostsee ganz für sich allein zu haben. Ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass mein Abend hier in Estland so endet. Das ist so wundervoll. Still, ruhig, mitten in der Natur. Ein ganz, ganz wundervoller Moment. Guten Morgen. Ausgeschlafen, durchgeschlafen und der Blick hier raus, der erste, der ist phänomenal. Auf zu neuen Abenteuern. Das Wetter hier auf den estnischen Inseln kann übrigens schnell umschlagen.
Wir treffen Biologin Trine Asi. Trine zeigt Reisenden das wilde Estland. Tere, Trine. Hallo. Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Ja, freut mich auch. Ich bin Ramon, grüß dich. Ich bin Trine, ja. Wie geht's dir? Es geht mir gut, danke. Ja, und dir? Mir geht's sehr gut. Ich hatte eine sehr schöne Übernachtung direkt am Wasser in der Wildnis. Wunderbar. Ja, und jetzt kommst du mit. Ja, gerne. Wir fahren raus auf die Inseln, oder? Wir fahren auf die Inselgebiet, ja. Estland hat 2200 Inseln und auf einem von denen werden wir heute übernachten. Da wohnen aber nicht überall Menschen, oder? Nein, das sind nur 50 Inseln sind bewohnt und wir werden auf einem nicht bewohnten Insel heute übernachten. Das ist so ein bisschen verlassen, so alte Bauernhäuser, eine Windmühle, aber sehr viel wird da nicht sein. Okay, wow. Deswegen hast du die ganzen Sachen dabei? Wir haben Holz dabei, wir haben Schlafsäcke natürlich mitgenommen, wir haben Trinkwasser dabei. Also da gibt es keinen Strom, es gibt keine Brunnen da, also daher wir müssen alles mitnehmen. Okay, dann helfe ich dir mal beim Packen. Dankeschön. Ja, alles da drauf? Wir. Ja, genau, okay. Alles hier drauf. Ich nehme das Holz, ja? Hey, der Witzka, hast du das alles selber gehackt, oder was? Das kleine Archipel vor Hiiumaa besteht aus 12 Inseln. Nur wenige davon sind dauerhaft bewohnt. Dafür leben andere Wesen hier, auf den Sandbänken und Felsen ringsum. Mit schönem Wetter kommen die Robben raus. Und das sind die Ringelrobben. Wow. Das sind keine Kegelrobben, aber Ringelrobben. Und das ist eine kleine Kolonie nur in dieser Gegend. Sonst wohnen die ganz Norden, in Norwegen und überall. Aber hier bei uns gibt es eine kleine Kolonie. Und den Robben geht es hier ganz gut, weil die sind dann geschützt hier, die haben keine Feinde mehr. Und ja, die genießen das einfach. Wenn es genug Eis ist, dann können die auch hier genug Nachwuchs haben. Glaubst du, wir können sie sehen heute? Ja, ich hoffe so. Dafür sind wir da. Das Wetter passt wunderbar dazu. Oh, das wäre toll. Ja. Au, 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 au. Lange Zeit wurden die Robben in Estland gejagt. Sie lieferten Fleisch und Felle, an denen die Fischer gut verdienten. 1982 wurde die Jagd verboten. Seither erholen sich die Bestände. Ziemlich nahe zu dieser Insel da, ein bisschen rechts, gibt es so 2, 3 schwarze Punkte und das sind die Robben. Ja. Siehst du? Ja, ja, ich sehe sie. Ja, siehst du. Wow. Also sind die schon an der Sonne, haben sich hingelegt für uns. Wow, sie sind im Natursolarium. Schon ein beeindruckendes Gefühl. Sehr schön. Total. Irgendwie beruhigend. Und auch gut zu wissen, dass ihr so gut mit den Tieren umgeht und wir sie hier nicht erschrecken, oder? Ja, sie sind hier ziemlich ungestört. Also die sind dann in ihrer Ruhe und die kommen mal und gucken kurz mal, aber die lassen sich eigentlich nicht stören von den Menschen, die hier Fischer oder von Touristen, die hier vorbeifahren. Das sind ziemlich glücklich hier. Kann ich verstehen. Dann geht's weiter. Auf unsere Insel für die Nacht. Unbewohnt und wild romantisch. Wir sind jetzt auf der Insel Sarnaki hier angekommen. Wir werden gleich Sarnaki. Sarnaki. Genau, das heißt so wie unser Kapitän mit dem Nachnamen, Familienname, weil er stammt aus der Insel hier. Aber wenn man hier geboren ist, dann bekommt man automatisch die Familienname von diesen Inseln hier. Und ja, und er ist hier geboren und er hat hier auch gewohnt, wenn er noch jung war. Eine Anlegestelle gibt es nicht. Wir müssen durchs Wasser. Das ist ein angenehmes Gefühl, auf dem festen Boden zu sein. Ja? Ja, es war ganz schön wackelig gerade, ne? Rutschig. Schön. Das ist sehr schön. Kapitän Hans Sarnak führt uns über die Insel, auf der er bis zu seinem 5. Lebensjahr lebte.
Seine Familie und andere Menschen auf Sarnaki führten früher ein einfaches, bescheidenes Leben als Selbstversorger. Sie nutzten die Ressourcen aus Landwirtschaft und Natur und waren weitgehend unabhängig vom Festland. Welche Erinnerungen hast du an diesen Ort? Das sind vor allem Erinnerungen aus meiner Kindheit. Denn hier bin ich aufgewachsen. Als das Leben auf dem Festland mit Elektrizität und anderen Annehmlichkeiten einfacher wurde, sind meine Eltern weggezogen. Die Häuser blieben zurück und wurden sich selbst überlassen. Aber ich komme bis heute gerne zurück. Denn dieser Ort ist meine Geburtsstätte. Bis 1973 war die Insel ganzjährig bewohnt. Ich erinnere mich auch noch an die Außenküche an der Scheune hier hinter mir, die während einer Feier in Flammen stand. Daraufhin musste das Dach neu gedeckt werden. Aber auch nachdem wir auf die Hauptinsel gezogen waren, verbrachten wir jeden Sommer hier. Wir haben noch lange Heu für die Tiere hier gemacht. Die Pferde waren auch dabei. Aber die konnten wir nicht mit dem Boot transportieren, sondern die mussten selbst zur Hauptinsel schwimmen. Du hast gesagt, ihr seid bescheiden, ihr Fischer, aber feiern tut ihr dann doch kräftig wahrscheinlich, ne? Ja, sicher. Gefeiert wurde hier sehr wohl. Jeder brannte hier seinen eigenen Schnaps, so wie es heute noch üblich ist. Es gab ja damals niemanden, der das für uns gemacht hat. Und deswegen haben wir schon gut zugelangt. Seit Jahrhunderten sichert der Fischfang das Leben in der Region. Und auch heute ist Hans noch Fischer, mit Leib und Seele. Er zeigt uns einen seiner Lieblingsfische. Das hier ist ein Hornhecht. Den habe ich frisch gefangen. Und dann haben wir ihn getrocknet und geräuchert. Er ist ein besonderer Fisch, denn er ist nur im Frühjahr für 1 bis 1,5 Monate hier, um hier zu laichen. Und dann geht er wieder. Ist aber richtig salzig. Ja. Passt gut zum Bier. Aha, hast du? Habe ich nicht dabei. Das ist ein guter Snack für zwischendurch. Ich bin zum ersten Mal in Estland, Hans. Und vielleicht kannst du mir sagen, wie die Menschen hier so sind, wie so die Charaktere sind, welche Eigenheiten die Menschen vielleicht hier haben. Wie soll ich mich selbst einschätzen? Da kann ich keine klare Antwort geben. Man reist viel herum. Und gerade das Reisen war in der Sowjetzeit die größte Sehnsucht. Durch das Reisen hat man erfahren, wie das normale Leben eigentlich aussieht. Und fühlte sich dadurch endlich vollwertig. Man sagt oft, dass wir hier eher verschlossener sind. Aber eigentlich gibt es auch bei uns ganz verschiedene Typen. Und genau das macht ja auch diesen Ort hier so besonders. Das Vertraute, das Meer, der Platz, an dem man lebt. Ich selbst war lange Zeit auf einem Schlepper unterwegs, etwa 15 Jahre lang, und habe in schwedischen, dänischen und deutschen Gewässern Fisch gefangen. Den Fisch haben wir auch nach Deutschland gebracht. Aber zu Hause ist es am schönsten. Hans fährt zurück aufs Festland. Wir verbringen die Nacht allein auf der Insel und müssen zu Fuß weiter. Sarnaki ist etwa 4 Kilometer lang, aber Straßen oder Wege gibt es nicht. Zur Hütte geht es ein kleines Stück am Strand entlang. So, das ist das Haus, wo wir heute übernachten werden. Guck mal mit dem Reetdach. Das Dach? Ja, sehr schön. Wow, total urig, hä? Ja. So, willkommen zu Hause. Danke. Wow. Trin, wo hast du mich hingebracht? Schön, nicht wahr? Ja, total. Ja, das ist echt schön. Alles natürlich. Ja, das ist ein kleines Hexenhaus. Ja. Und du kannst dir jetzt ein Bett aussuchen. Also es gibt hier unten Ja. und oben kann man auch schlafen? Ja, man kann auch oben schlafen. Okay. Wo willst du lieber schlafen? Es ist mir gleich. Ich kann oben so wie unten schlafen. Ja, ja.
Beides geht? Beides geht. Dann lass uns doch Schere, Stein, Papier spielen. Kiwi, Paper, Kärid meinst du? Kiwi? Paper, Kärid. Kiwi, Paper, Paper, Kärid. Kärid. Okay. Genau, ja. Und der Gewinner oben oder unten? Oben. Okay, alles Ja. klar. Kiwi, Paper, Paper, Kärid. Aha. Das heißt, du schläfst oben. Sie darf natürlich nicht fehlen, die estnische Sauna. Auch hier, mitten auf der einsamen Insel. Die Trien macht jetzt gerade Feuer für die Sauna fertig. Und ich nutze die Zeit noch für einen kleinen Spaziergang und bin ehrlich gesagt komplett sprachlos. Diese Insel ist das absolute Paradies. Ich glaube, so was Schönes und Beruhigendes habe ich selten erlebt. Es ist ein absoluter Kraftort. Später auf unserer Reise lernen wir die alte estnische Saunakultur noch besser kennen. Eine Tradition, die mehr bedeutet als nur Schwitzen. Weiter geht's in Estlands Hauptstadt Tallinn. Seit 1997 gehört die Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Außerdem gilt Tallinn als eine der modernsten Städte der Welt. Wir sind verabredet mit dem besten Koch Estlands. Er zeigt uns seine Stadt. Terre Matthias. Grüß Gottle. Der Schwab. Ja. Grüß dich. Herzlich willkommen in der Hauptstadt von Estland. Vielen Dank. Es ist eine große Freude, dich zu treffen. Ja, geht mir genauso. Aber es ist eine große Ehre. Ich meine, viele sagen, du bist der beste Koch dieses Landes. Ja. Aber wer hoch steigt, fliegt auch tief. Matthias Dieter ist in Berlin geboren und in Reutlingen aufgewachsen. Mit Frau und Tochter lebt er heute in Tallinn. Sein Restaurant 180 Grad im angesagten Hafenviertel Noblesna gilt als das Beste im gesamten Baltikum. Für seine moderne nordische Küche wurde er mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichnet. Schön, dass du hier bist. Danke. Ich zeig dir jetzt mal ein bisschen mein Zuhause. Sehr gerne. Wie lange bist du schon hier in Tallinn? Ich bin jetzt 9 Jahre hier. 2016, Januar bin ich gekommen. Ja, ich gebe mir auf jeden Fall die größte Mühe, dir ein bisschen was zu zeigen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem Beruf als Koch sieht man nicht so viel Natur, sondern nur Küche und Zuhause. Dann erkunden wir den Rest jetzt einfach gemeinsam. Absolut. Wo geht's lang? Da lang? Ja. Alles klar. Dann gehen wir mal hoch. Matthias führt uns durch Tallinn und zeigt, wie sich die Stadt seit ihrer Gründung im 11. Jahrhundert in gesellschaftliche Schichten gegliedert hat. Eine soziale Ordnung, die bis heute sichtbar ist. Tallinn war in 3 Stufen aufgebaut. Die obersten, die waren natürlich die Politiker, die Monarchen, wie man sie nennen kann.
Dann waren in der zweiten Reihe waren die reicheren Leute und dann im untersten Quarter waren jetzt die Poor-Leute. Heute noch sichtbar, ja, Mittelstufen. Ja. Also wir sind jetzt ganz oben, wo man auch sieht, hier Präsidentenhaus, die ganzen Botschaften. Also es ist eigentlich heute noch so, ja. Früher war Tallinn ein bedeutender Handelsplatz an der Ostsee und Teil der Hanse. Estlands Geschichte ist geprägt von Fremdherrschaft. Deutsche, Schweden und Russen bestimmten lange Zeit das Geschehen. Während der russischen Herrschaft war der Hafen Tallinns das Tor zum Westen. Ein wichtiger Umschlagplatz für den Handel. Zum ersten Mal unabhängig wurde Estland im Jahr 1918, nach dem Ersten Weltkrieg. Irre schön hier, ne? Gefällt's dir? Ja, mega. Es hat so einen mittelalterlichen Touch. Ja, genau. Aber ja, irgendwie so ein bisschen wie Märchen auch. Ja. Ja, ist schon sehr beeindruckend. Aber Mittelalter ist voll auf den Punkt gebracht, ja. Ja, ne? Ja. Du hast vorhin gesagt, dass die Esten nicht ganz so aufgeschlossen sind. Ja. Es gibt ja auch so die Theorie, dass je nördlicher du kommst eigentlich, dass die Leute mehr Distanz eigentlich haben wollen oder brauchen. Ja, aber ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Wenn du jetzt nach Köln gehst, dann gehst du in eine Kneipe rein und du hast den tollsten Abend, du lernst die Leute kennen und du bist sofort drin. Ja. Ja? Und am nächsten Tag kennst du den nicht mehr. In Süddeutschland kommst du und dann wirst du erst mal ein bisschen abwartend angeschaut. Brauchst unheimlich viel Zeit, bis du in der Community drin bist. Und wenn du drin bist, dann kommst du nicht mehr raus. Dann kommst du nicht mehr raus. Ja, genau. Und so ist in Estland auch. Ja. Trotz der mittelalterlichen Romantik zählt Tallinn zu den modernsten Städten der Welt. Hier fahren zum Beispiel kleine Roboter durch die Straßen und liefern per App Lebensmittel und Essensbestellungen direkt an die Haustür. Aber die Moderne geht noch weiter. Wo ich hier hergekommen bin 2016, war ich auch total überrascht mit der ganzen Entwicklung, mit der digitalen Welt. Ich meine, man muss sich mehr zum Amt rennen. Ja? Man muss keinen Parkschein mehr ziehen. Ist wirklich sensationell. Ja? Und es gibt ja auch eigentlich gar kein Bargeld mehr. Man zahlt nur noch mit Karte und alles, was man macht, auch mit dem Internet, wird das alles nur noch, die Tickets werden dann gezogen über die ID-Karte. Man hat keine extra Wege mehr. Es ist total spannend, dass es gleichzeitig so ein fortschrittliches Land ist. Und auf der anderen Seite kannst du hier einen Städtebummel machen durch Tallinn und irgendwie hast das Gefühl, du wanderst durchs Mittelalter. Ne? Ja. Klamotten mittelalterlich und jetzt bezahle ich hier mit Karte, mit Telefon. Wirklich? Ja, das ist... Oh, it's possible to pay with card. Of course, sagt er. Ja, das ist the new generation of middle age, you know. Bing. Ja. Danke für die schönen mittelalterlichen Nüsse. Digital Ja, bitte, bezahlt, bitte. Ne? Digital. Manchmal muss es auch was mit Kontrasten sein. Matthias entführt uns noch tiefer ins Mittelalter. Seid willkommen, edle Gäste, im Heim eines reichen Kaufmanns. Was kann ich euch Gutes tun? Also, das hier ist ein guter Freund von mir und er hat mir gesagt, dass es hier sogenannte Knockouts geben soll. Ich nehme an, er meint unseren Pfefferschnaps. Ich habe einen schönen Tisch für euch. Vielleicht können wir mit einem starten. Das muss ich irgendwie noch organisieren. Die Olde Hansa, ein Mittelalterrestaurant, in dem estnischer Pfefferschnaps serviert wird. Wenn du hier den Schnaps trinkst, stellt er deine Gesundheit vollständig wieder her. Aber wahrscheinlich brauchst du mehr als nur einen. Und damit du weißt, wie wir hier trinken, wir trinken den Schnaps nicht wie normale Leute. Wir trinken ihn so. So?
Weil die Adeligen zeigen wollten, dass sie alle Finger haben. Denn wer stahl, dem schnitt man einen Finger ab. Deshalb war es wichtig, alle Finger zu zeigen, um zu beweisen, dass man kein Dieb ist. Und statt Prost, das ist langweilig, sagen wir Vivat. Die Tradition des Pfefferschnapses stammt aus der Hansezeit, als Pfeffer ein wertvolles Handelsgut war. Vivat! 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 Sehr gesund. Wow, this is Much more better. Das nennt ihr gesund? Heidewitzka. Das ist ganz normal hier. Boah, das ist aber hartes Zeug. Alter. Was ist das? Weil in der Hansezeit mit vielen verschiedenen Kräutern gehandelt wurde, gibt es hier auch eine bunte Auswahl an Schnäpsen. Statt Pfeffer ist jetzt Kümmel im Glas. Vivat! Vivat! Nummer 2. Oh, it's actually soft. Was sagt ihr dazu? It's perfect. It's medicine. Ja, das ist ein echter Gesundheitsbooster. Wir lassen den Abend in der Stadt ausklingen und kehren später noch einmal zurück nach Tallinn. Zurück auf dem Land erwartet uns eine uralte Tradition aus dem Süden Estlands. Heute gibt es sie auch an anderen Orten im Land. Die Rauchsauna funktioniert nach einem einfachen Prinzip. Im Saunaraum liegt ein großer Steinhaufen. Hier brennt ein Feuer. Je nach Wetterlage 4 bis 6 Stunden. Das erhitzt die Steine und diese Wärme geben sie dann später ab. Wenn das Feuer erloschen ist, muss die Sauna 2 Stunden ruhen, damit Rauch und giftige Gase entweichen können, bevor man hineingeht. Wir haben die Rauchsauna auf dem Hof Mustier gebucht, was auf Deutsch Schwarzer Fluss bedeutet. Okay, wo parke ich hier? Da, da. Ah, kommt jemand. Terre! Tere! My name is Ramon. Nice to meet you, Ramon. I'm Evika. Evika, nice to meet you. How are you? I'm very good. And how are you? Yes, I'm fine. It's a little bad weather today. Yes, I had this very question. Why? Warum? Warum? Hat ihm das Regen mitgenommen? Und einem Hund. Hey, Terre. Du bist aber ein großer Freund. Hallo. Grüß dich. Wie heißt du denn? What's his name? Porto. 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 Nice to meet you, Porto. Evika Elias wohnt mit ihrer Familie auf einem ehemaligen Hof. Das Gelände ist heute eine Art Freilichtmuseum, das Einblicke in das traditionelle Landleben vermittelt. Das war mal eine Taverne. Wo man essen und trinken konnte. Hier konnten die Menschen anhalten und ihre Pferde ausruhen lassen, aber nur in der Winterzeit. Der Hof liegt an einer der damals wichtigsten Handelsrouten. Begehbar war die Straße nur im Winter, wenn die Sümpfe zugefroren waren. Damals wie heute konnten sich Reisende hier aufwärmen. Doch die estnische Rauchsauna ist mehr als das. Die Rauchsauna steht eigentlich sonst weiter entfernt von anderen Gebäuden, da es passieren kann, dass sie Feuer fängt und alles drumherum abbrennt. Deshalb können wir auch nicht genau sagen, wie lange auf dem Hof schon Saunen gestanden haben. Die ältesten Aufzeichnungen über unseren Hof stammen aus dem 16. Jahrhundert. Das ist also eine ziemlich lange Geschichte. Unsere Märchen und Legenden kennen aber die Antwort. Sie berichten, dass die Sauna schon seit Anbeginn der Zeit existiert. Wollen wir rein? Ich kann es kaum abwarten. Die Mücken hier machen mich verrückt. They drive me crazy.
Die mögen doch bestimmt keinen Rauch, oder? Nein, sie mögen weder Sonne noch Rauch und auch keine Hitze. Perfekt. Hast du die Sauna gerade begrüßt? Ja, habe ich. Macht man das hier so? Ja, das ist wichtig. Laut altem estnischen Glauben wohnt allem eine Seele inne. Er besagt, dass alles, jeder Baum, jeder Busch, jedes Haus, jedes Gebäude und auch die Sauna eine Seele hat. Und das ist hier die erste Regel. Du musst respektvoll sein gegenüber den Menschen, die es geschaffen haben, gegenüber den Seelen, die hier sind, die du nicht sehen kannst, die aber trotzdem da sind, und gegenüber dir selbst. Wenn der Rauch verflogen ist, gilt die Sauna als keimfrei. Wenn Babys geboren werden, ist die Sauna der beste Ort dafür, weil die Luft dort sauber ist. Denn weißt du, was der Rauch macht? Er kann dich töten. Aber gleichzeitig zerstört er auch Bakterien, Krankheiten und all die schlechten Dinge. Darum wurden Babys in Estland früher in der Sauna geboren. Man kann also sagen, das Leben beginnt in der Sauna. Aber nicht nur das. Das Leben endet auch in der Sauna. Wenn auf dem Hof jemand stirbt, wird der Körper in der Sauna gewaschen und gereinigt. Die Sauna ist also ein heiliger Ort, der die Menschen an den Kreislauf des Lebens erinnert. Seit 2014 zählt die estnische Rauchsauna offiziell zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe der Menschheit. Und jetzt dürfen auch wir eintauchen in diese uralte, lebendige Tradition. Es hat einen sehr mystischen Touch. Daran muss man sich erst gewöhnen und den Regeln folgen. Die erste ist, dass man die Sauna begrüßt. Die zweite lautet, in seinen Körper hineinzuhorchen. In der Rauchsauna herrschen Temperaturen zwischen 60 und 80 Grad. Ein besonderes Ritual soll den Körper beleben und reinigen. Du beginnst normalerweise an Knie und Beinen. Wenn du allein in der Sauna bist, schlägst du dir selbst auf den Rücken. Aber wenn wir zu zweit oder mehr sind, können wir das gegenseitig bei uns machen. Oh. Be quiet. Yes, I'm quiet. Okay. You know what? Am Anfang hat es noch ein bisschen wehgetan, aber dann habe ich dir einfach vertraut. Clear that I trust you. Vielen Dank für dieses einmalige Erlebnis. Zum Abschluss jetzt hier das heiße Badefass. Normalerweise würde man in Deutschland ins kalte Wasser springen. Wenn ein See, Fluss oder Pool neben der Sauna ist, natürlich. Der Temperaturwechsel tut dem Körper gut. Aber hör mal die Vögel. Yes, I hear them.
Eintauchen in kaltes Wasser, das gibt es gleich noch. In einem See, der als einer der klarsten in ganz Estland gilt. Das ist ein bisschen wie die Einfahrt in den Hochsicherheitstrakt. Herde. Irgendwo hier, zwischen den Zäunen, dem Stacheldrahtzaun und den alten Fahrzeugen da, den verrosteten, soll irgendwo ein Badesee sein. Mal gucken, ich bin gespannt. Wir sind verabredet mit Girts Pukitis. Er betreibt diesen ganz besonderen Badesee und kennt seine Geschichte genau. Das ist ein Ort, an dem die Vergangenheit aufs Paradies trifft. Die Vergangenheit trifft aufs Paradies. Ich bin so ein bisschen verwirrt, weil ich gehört habe, dass es hier einen Badesee zum Schwimmen geben soll. Ja, und der gehört zum Paradiesteil des Geländes. Der Gefängnisteil gehört zur Vergangenheit. Hier treffen also beide Welten aufeinander. Und was verbindet diese beiden Welten? Eine ziemlich enge Verbindung. Denn die Gefangenen, die in den 1930er Jahren hier inhaftiert waren, waren diejenigen, die den Steinbruch ausgehoben haben, aus dem später dieser besondere See entstand. Sie haben also mit Schaufeln... Ich würde sagen eher so, mit der Hacke. Bis zum Ende der Sowjetunion 1991 diente das Gelände als Gefängnis und Arbeitslager. Mit bis zu 2000 Häftlingen, die im Kalksteinbruch unter Zwang arbeiteten. Nach der Schließung wurden die Pumpen abgeschaltet. Der Bruch füllte sich mit Grundwasser und wurde zum See. Das hier war ein richtig hartes Gefängnis für eben solche Verbrecher. Die Haftstrafen waren meist lang, 10 Jahre oder noch mehr. Da kann man sich gut vorstellen, dass das keine kleinen Diebe oder Kleinkriminelle waren. Es gab auch eine Abteilung für lebenslänglich Inhaftierte. Und schau dir mal die schöne Anhöhe im Hintergrund an. Das ist der Abraum vom ganzen Ausgrabungsprozess. Also die Überreste von dem, was damals ausgebuddelt wurde. Deshalb nennt man diesen Hügel auf Estnisch auch Tuhamägi, was so viel heißt wie Aschenhügel. Ein Teil des alten Gefängnisses liegt heute unter Wasser. Wer mutig ist, kann die versunkenen Mauern entdecken. Was wir machen, ist, wir gucken uns das alte Gefängnis unter Wasser an. Der See ist bekannt für seine außergewöhnlich gute Sicht unter Wasser. Das ist in Estland ziemlich selten. Und das macht diesen Ort hier weltweit berühmt. Unser Kameramann Paul taucht mit Unterwasserkamera bis auf 7 Meter Tiefe. Begleitet wird er von Guide Rasmus. Ich selbst bleibe an der Oberfläche und erkunde den See beim Schnorcheln. Ich war ja bisher in meinem Leben nur einmal schnorcheln. Und das war auf den Kapverdischen Inseln im Atlantik mit Riesenschildkröten. Und jetzt bin ich hier in Estland und gucke mir ein Gefängnis unter Wasser an, ein ehemaliges. Ist auch spannend, ne? Mal gucken, wie es wird. Gar kein beängstigender Ort. Und wirklich einer zum Entdecken und zum wirklich Abtauchen in eine andere Zeit. Kameramann Paul taucht noch tiefer ab. Wir verlassen die Unterwasserwelt und schauen uns den oberirdischen Teil des Gefängnisses an. Girts zeigt uns den Zellentrakt.
Um das Gefängnissystem Rumu mit seinen Gefängniswärtern zu verstehen, muss man grundsätzlich wissen, wie sowjetische Gefängnisse funktioniert haben. Es gab klassische Gefängniswärter, die innerhalb der Mauern gearbeitet haben, aber die äußeren Gefängnismauern wurden von Soldaten der russischen Armee, also vom Militär, bewacht. Die Gefangenen arbeiteten bis zu 12 Stunden am Tag im Steinbruch. Den Rest verbrachten sie hier, im Gefängnis. Das ist ja winzig. Ja, genau. Das war das Bett, das an der Wand befestigt war. Die Regel war, dass das Bett nur abends herausgeklappt wurde. Den ganzen Tag über blieb es hochgeklappt, damit man tagsüber nicht wie im Hotelzimmer einfach chillen konnte. Dieser Bereich hier war ein Gefängnis im Gefängnis. Hier wurden den Häftlingen auch die persönlichen Dinge und das Bettzeug weggenommen. Manchmal wurde der Raum mit Wasser gefüllt, damit niemand auf dem Boden sitzen konnte. Die Zelle war doppelt gesichert. Diese Tür hier und eine weitere mit einer speziellen Öffnung, durch die man dem Gefangenen Essen geben konnte oder anderes, so wie hier. Außerdem gibt es dieses Guckloch, durch das man hineinschauen konnte. Aber kein Wärter schaute da einfach so durch. Sie hielten immer Abstand. Denn manchmal wurde die Öffnung genutzt, um spitze Gegenstände hindurchzustecken. Teilweise haben sie sogar Teile vom Bett genommen. Die Kerle hier waren ziemlich hart drauf. In diesem Trakt saßen vor allem Mörder und Schwerverbrecher. Sie lebten in völliger Isolation. Willkommen im Bereich für die Einzelhaft und die lebenslangen Gefangenen. Hier sollten die Häftlinge täglich 2 Stunden spazieren gehen. Hier hatten Sie also die Möglichkeit... Es war nicht nur eine Möglichkeit zu laufen, sondern verpflichtend. Man konnte sich kurz zum Rauchen hinhocken, aber sonst mussten sie ständig im Kreis gehen oder hin und her. Das war die Pflicht, denn den Rest des Tages saßen sie in den Zellen. Das diente dazu, die Muskeln zu bewegen. Und wenn man nach oben schaut, sieht man die einzige Freiheit, die lebenslangen Gefangenen blieb: Sonne durch Gitterstäbe. In Rumu saßen auch viele politische Gefangene. Vom Ende der Sowjetunion drang zunächst kaum etwas durch die Mauern. Ich komme aus Riga in Lettland und erinnere mich noch gut an die Zeit der Barrikaden, als die Sowjetunion ums Überleben kämpfte. Gleichzeitig gab es die singende Revolution. Während dieser Barrikadenzeit versammelten sich die Menschen in der Stadtmitte, um den Fernsehturm und die Radiosender zu schützen. Ich erinnere mich, wie mein Vater zu den Barrikaden ging. Ich war damals noch zu klein, um zu verstehen, was genau passiert. Aber meine Mutter sagte, der Vater geht dorthin, wo sie diese Barrikaden bauen. Ich erinnere mich, wie ich zu meinem Vater sagte: Nimm diesen Stein mit. Ich wusste nicht viel, was vor sich ging, aber heute sehe ich, wie wichtig das alles war. Denkst du, es hat sich gelohnt? Natürlich. Wenn man jetzt schaut, wo wir heute stehen und in Richtung der anderen Seite der russischen Grenze blickt, wie die Menschen dort leben, ich denke, das ist eine völlig andere Welt. Zwischen 1987 und 1991 formierte sich in Estland, Lettland und Litauen eine breite friedliche Protestbewegung. Später bekannt als die Singende Revolution. Unsere Großeltern und Eltern haben bei uns zu Hause über die Zeit gesprochen, als Estland noch frei war und darüber, was Freiheit für uns bedeutet. In diesem Geist sind wir aufgewachsen.
Denn einige unserer Großeltern haben sich noch an die Zeit erinnert, als sie aus ihrer Heimat nach Sibirien vertrieben wurden und an all die schrecklichen Dinge, die während des Zweiten Weltkriegs passiert sind. Aber einige von ihnen leben noch und erinnern sich an die Unabhängigkeit Estlands und daran, wie sie diese an die Sowjetunion verloren hatten. Es gab also eine Art Hoffnung, dass wir irgendwann wieder unabhängig werden würden. Es hat nur sehr lange gedauert. Wir haben gesungen, obwohl die Regierung es nicht erlaubt hat. Zehntausende sangen bei öffentlichen Versammlungen verbotene Volkslieder und Hymnen. Ein friedlicher und kraftvoller Protest. Es war uns damals noch nicht klar, dass das Singen unsere Waffe ist. Doch wir handelten in diesem Glauben. Es war unser Fenster, unsere Chance, frei zu sein. Und wir haben es geschafft. 1991 erlangten Estland, Lettland und Litauen ihre Unabhängigkeit zurück. Das gemeinsame Singen, tief verwurzelt in der estnischen Kultur, blieb. Bereits seit 1869 gibt es das große Sängerfest. Es findet heute alle 5 Jahre in Tallinn statt und ist zu einem Symbol der Freiheit geworden. Wir können bei dem Fest nicht dabei sein, treffen aber Chorleiterin Veronika Portsmouth. Veronika, was für ein großartiger Ort! Ja, das ist er wirklich. Von hier aus kannst du ganz Tallinn überblicken, die ganze Stadt und natürlich das Gelände des Sängerfestes. Veronika hat bei dem Festival schon über 20.000 Sängerinnen und Sänger dirigiert. Sie war aber auch schon Teil der Auswahljury. Wir bereiten uns wirklich lange vor, 1 Jahr oder 1,5. Dann findet das Vorsingen statt und die Leute geben sich große Mühe, um auf die Bühne zu kommen. Wir haben schon viele Chöre erlebt. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, bekommen sie beim nächsten Mal eine neue Chance. Und dann schaffen sie es auf die Bühne. Natürlich ist es sehr schwer, jemanden abzulehnen. Deshalb ist die Auswahl wirklich schwierig. Im ganzen Land bereiten sich hunderte Chöre auf das große Sängerfest vor. Es ist eine große Freude. Die Menschen wollen diese Lieder wirklich singen und haben sich so gut vorbereitet, dass eine enorme Energie von der Bühne zu einem zurückkommt. Aber natürlich ist es auch mit Druck und Verantwortung verbunden, denn es ist etwas wirklich Großes und Wichtiges. Du wirkst ziemlich stolz. Das bin ich. Während des Sängerfestes wird ein symbolisches Feuer durch Estland getragen und brennt als Zeichen der Einheit. Der Chor unter der Leitung von Veronika Portsmouth zählt über 100 Sängerinnen und Sänger und darf beim nächsten großen Sängerfest auftreten. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber darf ich vielleicht mitmachen? Bist du sicher? Ich weiß nicht. Also, Chorgesang ist sehr anspruchsvoll, aber bitte mach mit. Welche Stimmlage hast du? Gibt's eine Möglichkeit, das herauszufinden? Ja, probier es einfach mal aus. No, it doesn't work. Nein, das klappt nicht. Dann lass uns den Bass probieren.
Singen kann Berge versetzen, Nationen vereinen und Herzen heilen. Es bewirkt Großes. Das sind für uns keine leeren Worte, so empfinden wir es wirklich. Und es berührt euch auch. Ja, jedes Mal, wenn wir hier in dieser riesigen Gruppe stehen, haben fast alle Sänger Tränen in den Augen. Das nächste Sängerfest findet im Sommer 2030 in Tallinn statt. Wir verlassen die Stadt und begeben uns wieder in die estnische Natur. Wir fahren in das kleine Fischerdörfchen Altja an der Ostseeküste im Herzen des Lahemaa Nationalparks. Hier wollen wir die traditionelle estnische Küche genießen. Wir treffen Trin wieder. Sie will uns ein typisches estnisches Restaurant im Ort zeigen. Vorher machen wir noch einen Spaziergang an einem der unzähligen Sandstrände. Menschenleer, Wildnis pur. Da war ein Fuchs, oder? Ja, das ist ein Fuchs gewesen. Der hatte was gegessen, eine Möwe, denke ich. Ja? Ein Wasservogel, ja. Hat er sich ein Mittagessen geholt? Hat einen glücklichen Tag gehabt. Hier auch in diesem Wald wohnen die Bären, hier sind bestimmt Elche, Wölfe, also alles da. Lahemaa Nationalpark, wo wir gerade uns befinden, das ist eine der besten Möglichkeiten, Tiere zu beobachten. Glaubst du, heute Nacht, wenn ich mit dem Camper hier schlafe, kommen auch Tiere vorbei? Ja, kannst du die Brambären sehr nahe haben bei dir. Ja, aber du kannst auch in eine Hütte kommen, übernachten in einer Bärenbeobachtungshütte. Da kannst du auch viele andere Tiere sein, sehr nahe. Ah, wow. Ja. Direkt im Wald? Direkt im Wald, mitten drin. Okay. Und da sind die Braunbären, da können die Wölfe kommen, da können die Elche sehen. Also das ist wie ein Film. Diese Gelegenheit heben wir uns für den Abschluss unserer Reise auf. Jetzt widmen wir uns erstmal der estnischen Küche und der Frage, was sie so besonders macht. Trin, was hast du uns bestellt? Das sind die Schweineohren. Schweineohren? Ja, Schweineohren. Die essen wir als Snack sehr gerne. Ja, wenn wir so einen romantischen Film im Fernsehen schauen am Abend und so, ja, dann essen wir so Schweineohren dazu. So wie Chips beim Fußball? Ja, genau, so wie Chips. Das sind so Schweineohren, die sind so schön klein geschnitten und geröstet ein bisschen mit Zwiebel zusammen. Die sind echt lecker. Probier mal. Kannst du zuerst probieren? Klar, kann ich. Ich bin mir nicht sicher. Oh. Ja, okay, gut. Gut. Durchgeröstet? Ja, gut. Ein bisschen wie Gummi. Aber die sind lecker, oder? Ja, ich würde sie nicht zum romantischen Film essen, glaube ich. Doch, ich schon. Ja? Ja, das ist typisch estnisch halt. Ist es wirklich? Ja, klar. Auch typisch für die regionale Küche hier ist Fisch. Da kommt unser Essen. Ah, ja. Das Hauptessen. Aitäh. Hier habe ich für euch den traditionellen baltischen Hering. Baltic Hering, ja. Dazu gibt es Kartoffelpüree, Frischkäse Cottage Cheese. und im Kartoffelpüree ist Schweineschmalz. Das verleiht dem Ganzen seinen besonderen Geschmack. Sehr gut. Weißt du, woran es mich erinnert? An Kartoffelpuffer. So ein bisschen.
Ja, das ist vielleicht, weil es ist so... Mit der Panade gebraten? Genau. Ja? Einmal gebraten und ja, gut gewürzt. Sehr leckeres Essen. Genau das Richtige hier im Fischerdörfchen. Für den Abend suchen wir uns wieder einen kostenlosen Campingstellplatz. Direkt am Strand mit Blick auf die Ostsee. Eine Grillstelle und Feuerholz gibt es an vielen Stellplätzen gratis dazu. Das war ein richtig schöner Tag. Und ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dieses weite und wilde Estland so richtig zu spüren. Ich freue mich total auf die Nacht hier in der Wildnis. Aber die Mücken, die Moskitos, das ist echt Wahnsinn. Aber es wird bestimmt schön. Je länger wir im Land unterwegs sind, desto kürzer werden die Nächte. Guten Morgen. Na, alles klar? Bei mir ist es jetzt kurz nach 8 Uhr und ich habe richtig gut geschlafen hier in dem Camper. Also gut, am Anfang gab es noch einen Kampf mit 2, 3 Mücken. Das war anstrengend, aber danach war es total gemütlich und richtig ruhig. So ein bisschen windig. Den Kuckuck habe ich ab und zu noch gehört, aber ansonsten war hier echt Stille. Das Einzige, es wird so gegen 4 Uhr ungefähr schon wieder hell. Deswegen habe ich mir irgendwann diese Schlafbrille angezogen. Aber ansonsten war das eine richtig schöne und total erholsame Nacht. Der wackelt. Oh, der ist rutschig. So, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt bin ich am Ende der Landzunge angekommen. Nur noch die Möwen und ich. Und obwohl es hier ganz neblig ist und ich nichts am Horizont sehe, fühlt es sich trotzdem an wie die unendliche Weite und wie die richtig große Freiheit. Nix. Ja, ich habe gesehen, das mit dem Kaffee klappt wohl nicht. Aber Guten Morgen. Ich habe ihn einen. Guten Morgen. Vielen Dank, das ist aber nett. Ja, Hi. gern geschehen. Haben Sie gut geschlafen? Bestens. Ja? Ja, herrlich. Ich hab gestern Abend schon gesehen, Sie sind aus Rottweil hier. Ja, ja, aus Oberndorf bei Rottweil. Ah, die Schwaben sind überall. Ja, kann man so sagen. Weit gereist. Ja. Sind Sie alleine hier? Nein, mit meiner Frau. Ah. Wir sind... Guten Morgen, hallo. Na? Was hat euch an Estland bisher so begeistert? Die Natur. Also, gell? wir sind Naturmenschen. Wohin man hinguckt, ist was zu sehen. Hm. So viel Grün, so viel Vogelgezwitscher und Kuckuck. Habt ihr den auch gehört? Ja, heute Nacht um 3. Jeden Tag. Estland ist ein Paradies für Vogelliebhaber mit unzähligen Schutzgebieten, unberührter Natur und vielfältigen Lebensräumen. Wir ziehen weiter, tief hinein in die Wälder nahe der russischen Grenze, für eine Übernachtung ganz nah bei freilebenden Braunbären. Zur Bärenbeobachtungshütte geht's nur zu Fuß, tief hinein in den Wald.
Heute begleitet uns Guide Bert Räni. Er kennt die Tiere und ihre Spuren wie kaum ein zweiter. Wir haben öfter so Spuren, Bärenspuren zu sehen. Hier kann man sie sehen manchmal? Ja, manchmal, ja. Muss man aufpassen. Ja. Irgendwo sind die hier. Jetzt sind sie noch versteckt, aber so vor Sonnenuntergang oder so, manchmal 8 Uhr schon kommen sie raus, ja, je nachdem. Weiß man nie vorher. Bert ist Biologe und besitzt ein eigenes Waldstück im Nordosten von Estland. Etwa die Hälfte der 1000 estnischen Braunbären lebt dort. Schau mal hier. Eine Spur, ja. Ist da, schon... guck mal. Wow. Und das ist Braunbär. Aber ja. sag mal, ist das jetzt hier frisch? Ja, das ist... Gestern hat viel geregnet, stark. Das ist Vorregen. Ich glaube, es ist vorgestern oder sowas. Oder gestern, ja. Ich habe gedacht, wir treffen sie erst, wenn wir in der Hütte sind. Von hier ist so 200 Meter noch zu gehen. Und die laufen herum. Die sind hier überall. Die sind irgendwo. Kann vielleicht sein, dass es irgendwo da jetzt ist. Aber wir wissen das einfach nicht. Ja. Und dann hoffen wir, wenn wir in der Hütte sitzen, dass die rauskommen aus dem Wald. Bert beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Tieren. Mit den Übernachtungen will er den Menschen die Angst vor den Bären nehmen. Sein Gedanke dabei: Man schützt nur das, was man auch kennt. Das ist jetzt frisch, ja? Ei, guck mal. Groß. Ja. Hier 4-mal. Genau. Aber das ist ein bisschen gerutscht, oder? Genau. Da kann man die Größe nicht messen. Ja, da kann man schon sagen, dass es ein junge Tier war. Ja. Weil die große männliche, das wäre dann sowas. Ja. Aha, okay. Ja, genau. Das junge Tier oder junge, kann auch weibliche Braunbär sein. Ja. Also erwachsene weibliche oder junge männliche. Ja. Das ist ja cool. Ja. Jetzt steigt die Aufregung ein bisschen bei mir. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen nervös. Wie viele Bären hast du in deinem Leben schon gesehen? Ganz wow, ja. Das weiß ich nicht, vielleicht 100 oder sowas. Ja. Ja. Nach gut einer halben Stunde erreichen wir die Hütte. Bären haben einen extrem guten Geruchssinn. Also gehen wir schnell hinein, damit die Bären uns nicht wittern. So müssen wir sowieso mitnehmen ins Hütte, okay. weil die riechen. Ah ja, klar. In der Beobachtungshütte gelten wichtige Regeln. Nicht laut sein, nicht hektisch bewegen, um die Bären nicht zu verschrecken. Und jetzt sind wir da, ja. Und jetzt müssen wir leise sein und warten, was passiert. Wie viele Stunden hast du hier schon? Das waren viele Stunden. Ich habe alles geguckt. Und es ist irgendwie immer schön, sogar wenn nichts passiert. Diese grüne Wald, so einfach schauen, eine Stunde oder 2. Es ist einfach so, es ist sehr schön. Und die Vögel sind immer da, jetzt kann man zu sehen, dass die schon da sind und hier herumfliegen und etwas passiert immer. Aber Nacht wird kurz sein. Ja. Jetzt ist so bis 11 Uhr, bis 12 Uhr eigentlich ist hell und ab 3 wieder hell. Ja. Ja, mal gucken, ob wir überhaupt schlafen können. Ja. Ich bin so neugierig. Ich würde gerne ein Tier sehen und wahrscheinlich dauert es ja ein bisschen, bis wir eins sehen. Ja, das weiß man nie. Manchmal muss man lange warten, manchmal kommen sie ziemlich schnell. Und manchmal passiert das, dass der erst so am Morgen früh kommen, so 4, 5 Uhr. Das weiß man nie. Und dann heißt es warten. Das gibt's nicht. Der läuft direkt vor unserer Nase. Ein riesengroßer Braunbär. Wir sitzen hier maximal seit 10 Minuten. Vor der Beobachtungsnacht verteilen die Guides gezielt Fischgeruch, um die Bären anzulocken.
So bleibt ihr natürlicher Jagdinstinkt erhalten. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Braunbär sehe. Ich habe es Ihnen ja gesagt am Anfang der Reise. Das ist mein größter Wunsch, wilde Tiere zu sehen. Ganz am Anfang haben wir die beiden Elche gesehen. Wir haben ein paar Robben entdeckt auf dem Wasser. Und das jetzt hier ist der krönende Abschluss. Braunbär in 15, 20 Meter Entfernung. Das ist total irre. Was für ein Gefühl. Ich genieße das einfach. Ich mag, wenn das Braunbär das ist so emotional und so schön einfach. Für mich ist solche Natur, solche unberührte, solche wilde Natur, also viel, viel wichtiger als ich weiß nicht, ein großes Auto oder ein großes Haus zu haben, weil ich genieße das einfach hier zu sein und sitzen, das ist so schön. Ja. Das ist viel, viel schöner wie irgendwo in der Stadt oder zu sein. Ja. Und dann kommt alles dazu, dass ich glaube, dass das Natur muss sein, ja, weil sogar jetzt, wenn zum Beispiel diese Klimaveränderung oder sowas ist, dann Natur hilft uns, das Leben zu bleiben. In Estland dürfen Braunbären offiziell bejagt werden. Die Jagdquote legt ein staatliches Gremium fest. Darin sitzt auch Bert. Er vertritt die Interessen der Tiere. Die solche Schutzgebiete, solche Kerngebiete haben wie diese hier und unser kleines Gebiet und dann dieser große Nationalpark, dann ist immer solche Kerngebiete, wo die immer sich ruhig leben können und vermehren können und irgendwann das weniger gibt, das Braunbären, dann können sie von hier da gehen. Ja. Ja. Was für ein Abschluss unserer Reise durch Estland. Ein Sommerurlaub in Europa, mitten in der Wildnis. In tiefer Verbundenheit zwischen Mensch und Natur.